Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein ganz einfaches Keksrezept für euch, perfekt für Weihnachten, und diese Kekse werden sogar ohne Backofen gemacht. Diese Kekse werden in einer Waffeleisen gebacken und heute gibt es so ein schönes Waffelkeksrezept für euch in Zimtzucker-Variante und mit Schokolade und Streuseln dekoriert. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Erst brauchst du weiche Butter für das Rezept und das Butter sollte wirklich weich sein. Dann das ganze Butter in die Schüssel mit Zucker und Vanille geben, eine kleine Prise Salz dazu geben und das Ganze etwa 3 Minuten cremig schlagen. Dann die Eier eine nach dem anderen dazugeben und nach jedem Ei etwa 30 Sekunden weiterschlagen. Dann, wenn du die Eier dazu gegeben hast und das Ganze gut gemixt hast, dann die trockenen Zutaten, und ich werde erst Hälfte von den trockenen Zutaten dazugeben und ganz kurz auf niedrige Stufe schlagen. Nur wirklich ganz kurz, dann den Rest von trockenen Zutaten dazugeben und wieder ganz kurz schlagen, nur bis es fast gemischt ist. Dann werde ich mit dem Spatel weiter mixen, bis ein glatter Teig entsteht. Und dann wird der Teig für mindestens eine Stunde kalt gestellt, bis es etwas fester wird. So, hier kannst du sehen, wie der Teig dann aussieht. Weil der Teig ganz weich ist, muss es erst kalt gestellt werden, sonst können wir die Kugeln nicht formen. Dann mit einer Teelöffel etwas Teig nehmen und so kleine Kugeln formen. Das macht es einfacher, die Kekse in dem Waffeleisen zu backen. Es geht relativ schnell und am besten hat man die Kugeln schon im Voraus vorbereitet. Und dann die fertige Keksbällchen in die Waffeleisen geben und etwa 2 Minuten fertig backen lassen. Bei mir hat es etwa 1,5 bis 2 Minuten gedauert. Deswegen würde ich dir empfehlen, einfach nachschauen und aufpassen. Wenn die Kekse so schön golden braun werden, dann sind die fertig. Die fertigen Kekse auf ein Abkühlgitter legen und komplett abkühlen lassen vor dem Dekorieren. Für das Deko habe ich diesmal 2 verschiedene Varianten genommen. Einmal Zimtzucker, dafür den Zucker mit Zimt vermischen. Du kannst hier nach deinem Geschmack Zimt dazugeben und dann die Kekse einfach so in Zimtzucker wälzen, bis die schön mit Zimtzucker bedeckt sind. Für die zweite Deko-Variante habe ich mich entschieden für dunkle Schokolade und Streusel, dafür den Schokolade fein hacken und entweder im Mikrowelle oder im Wasserbad schmelzen, und die Schokolade sollte so schön geschmolzen sein. Dann die Kekse in Schokolade tunken und etwas abtropfen lassen, so dass die Schokolade nicht mehr tropft von den Keks. Hier wirst du merken, wenn die Schokolade ganz flüssig ist, dauert das etwas länger und dann kriegt man eine dünne Schicht Schokolade auf dem Keks. Wenn die Schokolade etwas abkühlt, wirst du merken, dass es dann nicht mehr so tropft und die Schokoladenschicht wird dann etwas dicker. Deswegen, wenn du die Schokoladenschicht etwas dünner magst, kannst du die Schokolade kurz nochmal nachschmelzen. Danach die Kekse auf einem Backpapier legen und die Schokolade fest werden lassen. Danach am besten die fertigen Kekse in eine luftdichte Keksdose bewahren. Lass es dir schmecken! Ich hoffe, dir hat mein ganz einfaches Rezept gefallen. Natürlich kannst du die Kekse so wie du magst dekorieren. Ich dachte, ich gebe dir heute 2 verschiedene Varianten, aber du kannst die Kekse eigentlich auch ohne Deko lassen. Die schmecken auch schon ohne alles sehr lecker, oder du kannst die so wie ich mit Zimtzucker und Schokolade dekorieren, oder wenn du eine ganz andere Deko-Idee hast, dann würde ich mich auch freuen, wenn du die mit mir in den Kommentaren teilen würdest. Wenn du noch auf der Suche für mehr leckeren Keksrezepten bist, dann werde ich dir meine anderen Weihnachtskeksrezepte hier noch verlinken.
und auch alle meine anderen leckere Weihnachtsrezepte noch hier verlinken. Wenn dir das Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckere Rezepte zu verpassen. Ich wünsche dir und deiner Familie eine ruhige und wunderschöne Weihnachtszeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.